So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Heute ist Sonntag und ich zeige euch heute Morgen die Legung, die ihr heute Mittag für euer Sternzeichen angucken könnt. Wir schauen ein bisschen euren Lebensbaum an oder was uns das Leben gerade so mitteilen möchte. Und um 15 Uhr dürft ihr das für euer Sternzeichen oder für alle Sternzeichen eben angucken. Ich bin gespannt, was wir als Kollektiv kriegen. Auf was macht uns das Leben heute aufmerksam? Ja, die Veränderung. Das Leben möchte immer eine Veränderung von uns. Es gibt hier tatsächlich eine Bewegung, wo wir beginnen, so langsam für etwas die Tür zu schließen, das nicht mehr dient, und uns für etwas zu öffnen, was mehr Früchte bringt, wo Aufblühen möglich ist, das uns die Geschenke des Lebens auch wahrnehmen lässt. Und hier geht es schon ein bisschen darum, dass man hier liegt das Kreuz, man nennt es immer schicksalshaft. Ich habe schon länger versucht, einen anderen Ausdruck dafür zu finden, weil er mir eigentlich nicht so gefällt. Nenn es, das Universum schickt dir irgendwie richtungsweisende Dinge, die dich erkennen lassen, wo du eine Veränderung vornimmst, in der du etwas Türen schließt, das dir nichts zurückgibt. Ja? Etwas kommt auf deinen Weg, für das du wieder mehr brennen kannst, in deinem Umfeld auch. Ne? Hat dir irgendwo die Leidenschaft für etwas gefehlt oder für Veränderungen an sich keine Zeit gehabt oder auch so diese Bremse reinzuhauen, das möchte ich nicht mehr. Das ist praktisch wie so ein Bilanz ziehen. Du klärst dich, du schöpfst aus der Quelle deiner Intuition, du stellst fest, was an dir nagt, du stellst auch fest, wo du hier mehr überlebst statt lebst, und das inspiriert dich, hier neue Wege zu gehen, Möglichkeiten zu nutzen, Chancen zu sehen und erkennen, die dir persönlich wieder mehr Leidenschaft ins Leben bringen, wo du aufhörst zu kämpfen, wo du dich wohler fühlst, wo du ein friedliches Gefühl hast. Möglicherweise hörst du hier auch auf mit einem bestimmten Kampf. Ne? Also du kannst Dinge so stehen lassen oder du gibst dem Ganzen so nicht mehr diese große Macht über dich. Es ist jetzt wunderbar, egal ob du Mann oder Frau bist. Wir haben hier, und das finde ich sehr toll, eine Lösung, ja, eine Lösung, die unser Leben wieder bereichert, eine Lösung, die Stabilität mitbringt, Vorschläge, ne, und auch eine Schatztruhe hier öffnet. Die liegt jetzt hier speziell im beruflichen Bereich, möglicherweise auch auf der Selbstständigkeit, andererseits auch auf allen Dingen, wo du dich zurückgezogen hast, wo du gedacht hast, die Welt dreht sich auch ohne mich. Das handhabe ich auch so, allerdings kommst du sehr wenig ins Empfangen, wenn du dich rausziehst. Ist schön und gut, aber du kannst halt auch nichts kriegen, was dich entfachen lässt. Und speziell hier sieht es wirklich sehr schön aus an den Themen, an denen du arbeitest, wo du keine Lösung gefunden hast, wird jetzt der Blick klarer, es entstehen Wege. Möglicherweise kriegst du hier auch irgendetwas von einem Amt zurückgezahlt oder es gibt eine Lösung für eine Thematik, die du mit irgendeinem Amt hast, wo es hier irgendetwas auch Früchte trägt. So, wir haben eine Blockade auf dem Herzen, die wir für heute angezeigt kriegen. Die geht schon länger oder die hat dich auch über eine Zeit lang sehr gefordert, weil sie tatsächlich, die Zeit hat eine Rolle gespielt. Die Zeit hat immer wieder Hindernisse gebracht und das ist jetzt toll, weil da liegt der Sarg drauf und da darf der Sarg ja auch mal diese Blockade beenden.
dir wieder ein bisschen Glück bringen. Möglicherweise sieht man hier auch Situationen, die haben mit einem Gegenüber zu tun. Vielleicht eine Zeit, wo ihr auch in der Liebe Hindernisse verspürt habt oder wo der Partner dich gehindert hat, deine eigenen Dinge zu machen, weil es einfach keinen Platz hatte. Also hier sind auch sehr viel aufklärende Momente, die jetzt an der Zeit sind, im Bereich der Partnerschaften auch wieder die Sonne aufgehen zu lassen. Ich habe hier die guten Nachrichten. Möglicherweise, man sieht es halt, ne? Ich versuche so viel wie möglich zu erwähnen, dass für alle was dabei ist. Es haben ja nicht alle von euch Partner, aber man sieht hier tatsächlich eine gute Wende in partnerschaftlichen Dingen. Vielleicht machst du dein Herz wieder auf. Hier sieht man auch jemanden, mit dem hast du vielleicht schon Kontakt oder Korrespondenzen oder Gespräche gehabt, wo sich hier etwas anbahnen könnte. Man sieht so eine positive Aufregung. Ihr versucht hier oder wir versuchen hier auch eine finanzielle Lösung zu finden. Ich denke, das Ganze zeigt sich hier über den Beruf oder aber auch über irgendeine Erleichterung, ne? Wo ihr einen Koffer abstellen könnt, der euch lange Zeit auch Konflikte oder Unruhe mitgebracht hat. Ich hoffe, dass das für viele gilt. Bei dem Amt oder der Behörde oder der Selbstständigkeit könnte hier ein Schatz rauskommen. Wenn ihr, ach Gott, ich brauche jetzt ein Beispiel. Angenommen, du machst deine Steuer und du hast ja ein bisschen mehr Plus als vermutet oder musst weniger zahlen. All sowas kann das sein. Wir gucken mal, was die Vögel uns dazu raten von dem Gesang der Vögel, der Naturflüsterer. Hat sich eine umgedreht, die nehmen wir gerade und es ist die Bachstelze. Ja, und die Bachstelze sagt uns, ich bringe dir Freude, Abenteuerlust und Mut. Spüre hinein, was du wirklich willst und folge deiner inneren Spur. Du bist bereit, neue Wege zu gehen. Wunderbar. Ich gucke gerade mal, wo hier, ja, hier liegen die Wege, ne? Hier bei uns. Brücke, Wege. Also die Bereitschaft ist da, eine Veränderung vorzunehmen, die Türe für etwas zu öffnen oder zu schließen. Dann gucken wir mit den Signalen aus dem Zauberwald, was wir hier noch darauf aufmerksam gemacht werden für heute. Geheimnisse werden gelüftet. Also irgendwas kommt hier an die Oberfläche. Ein Wissen offenbart sich dir. Und ich gucke gerade, wo liegt das Buch. Dieses Geheimnis bringt dir hier in der Legung einfach auch den Impuls mit, neue Wege zu gehen. Also dir wird etwas wahr, was du vielleicht vorher auch selbst gedeckelt hast. Ne? Auf deinem Lebensweg neigen wir ja immer mal wieder gern dazu, dass wir das schön bedecken. Aber das kommt ja an die Oberfläche. Okay, ihr Lieben, denkt dran, heute Mittag 15 Uhr könnt ihr diese Legung angucken für euer Sternzeichen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare hinterlässt oder Likes, denn das ist echt ein Haufen Arbeit und ja, die Resonanz freut einen dann natürlich auch. Ich drücke euch bis heute Mittag.